Für jeden, der das Handwerk des Zeichnens und Malens erlernt, kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo nicht mehr das Können im Mittelpunkt steht, sondern die Frage, was möchte ich mit dem Bild eigentlich aussagen? Also im Grunde das, was man heute das Storytelling nennt. Ich zeige euch in diesem Video anhand eines Stilllebens, was ich selbst zwar meistens intuitiv mache, aber was man durchaus auch vorher planen kann. Da ich mich seit vielen Jahren mit Permakultur und Biolandwirtschaft beschäftige, ziehen mich natürlicherweise Gegenstände an, die diese Arbeit widerspiegeln. Als erstes ist mein Blick für dieses Video deshalb auf diesen Steintopf gefallen. Der stammt noch aus dem Milchgeschäft meiner Schwiegermutter und wurde traditionell zum Aufbewahren von Schmalz verwendet. Das Schmalzhaferl, wie man bei uns sagt. Hergestellt wurde diese Art Geschirr in der nördlichen Oberpfalz. Dann wanderten meine Gedanken weiter zum Apfelbaum meines Großvaters. Davon habe ich von meiner Mutter zum Einzug auf den Wunderhof einen veredelten Apfelbaum geschenkt bekommen, der mittlerweile selber Früchte trägt. Die Sorte Lora Rambur ist nicht nur ein hervorragender Lagerapfel, der locker bis März hält, sondern auch bestens für Saft geeignet. Und schließlich fielen mir auf dem Weg in den Keller noch die Zwiebeln auf, die mein Mann letztes Jahr auf dem Acker eines Freundes anbauen durfte. Und daraus entstand die Geschichte, die ich mit diesem Stillleben erzählen möchte. Von der Vorratshaltung unserer Ahnen über die Bewirtschaftung im Bioanbau und was davon für uns heute vielleicht noch oder wieder relevant ist. Und mit dieser Vorgeschichte begrüße ich euch ganz herzlich hier auf dem Wunderhof zu einer neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Evi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese zwei kleinen Figuren, die ihr vielleicht schon aus anderen Videos kennt. Ja, und jetzt schauen wir an, welche Überlegungen ich noch angestellt habe, um die Bildaussage letztendlich umzusetzen. Ich habe dann überlegt, mit welchem Material ich das umsetzen möchte. Denn für mich ist der Inhalt eines Bildes sowas wie die horizontale Achse und das Material die vertikale Achse. Ich habe mich dann dafür entschieden, das Bild in Öl zu malen. Und nicht nur das, sondern auch einen traditionellen Kreidegrund mit einer Eitempera-Untermalung zu verwenden. Falls euch interessiert, wie man das herstellt, schaut euch gerne die Videos dazu an, die ich schon gemacht habe. Ich verlinke sie euch unten im Text. Das Besondere an der Eitempera ist, dass sie die Ölfarbe in einer ganz besonderen Weise aufnimmt. Sie saugt das Öl förmlich ein und der Farbauftrag wird dadurch sehr matt und trocknet relativ schnell. Ich habe sie auch mit gebrannter Umbra angerührt, sodass der dunkle Untergrund das Bild noch mehr dämpft und überall durchscheint. Für den ersten Farbauftrag habe ich dann eine Mischung aus 2/3 Balsamterpentinöl und 1/3 Leinöl genommen, also ziemlich dünnflüssig. Und ich habe mit Haarpinseln gearbeitet, sodass die Farbe flach bleibt. Ich hoffe, ihr könnt den matten Farbauftrag auch auf dem Bildschirm erkennen. Beim zweiten Farbauftrag lasse ich euch jetzt ein bisschen zuschauen, damit ihr die Wirkweise verfolgen könnt. Wie zuvor verwende ich die Farben Titanweiß, Cadmiumgelb, Cadmiumorange, Krablack, gebranntes Jena, Preußischblau, Ultramarinblau und Phthalo-Blau. Das Cyan vielleicht am Schluss noch für blaue Akzente. Und jetzt stehe ich zwischen der Überlegung, möchte ich das Bild sehr klassisch auffassen, so wie dieses hier, also die Farbe in mehreren Schichten aufbauen und fein verwischen, sodass ein sehr sphärischer Eindruck entsteht? Oder soll ich eher den bildhauerischen, impressionistischen Pinselstrich anwenden, wie bei diesem Bild? Hier wird das Bild sehr grob und abstrakt und zeigt vielleicht eher die Anbindung an die Moderne. Hier habe ich übrigens à la prima auf modernes Acrylgesso gemalt, was zur Folge hat, dass die Farbe
glänzend auf der Oberfläche stehen bleibt und sich eben nicht so sehr mit dem Untergrund verbindet. Ich entscheide mich für den groben Pinselstrich, weil mir der bildhauerische Stil von der Aussage her fester erscheint. Und ich will ja auch ein überzeugtes Statement machen. Maltechnisch wird der zweite Farbauftrag deshalb schon ziemlich dicht. Ich nehme nur noch ca. 1/4 Balsamterpentinöl und 3/4 Leinöl zum Verdünnen. Da ich die grundsätzlichen kompositorischen und Hell-Dunkel-Entscheidungen schon durch die Art der Beleuchtung und den ersten Farbauftrag getroffen habe, ist das Malen jetzt relativ leicht. Ich mische die Farbe dick an und trage sie mit groben Pinselstrichen auf. Erst die hellen Stellen, damit ich sie später nicht mit den dunkleren Partien verschmutze, und dann fange ich an, mit den Mitteltönen zu modellieren. Man sieht, glaube ich, im Gegenlicht jetzt ganz schön, wie grob und glänzend die neuen Striche gegen den matten, flachen Hintergrund aussehen. Das Problem ist jetzt aber, dass der Hintergrund schon trocken ist und ich die Konturen meiner Gegenstände nicht mehr unscharf damit verwischen kann. Deshalb entschließe ich mich, auch den Hintergrund mit einer zweiten Farbschicht mit groben Pinselstrichen zu bearbeiten. So kann ich die Übergänge sphärisch gestalten. Man sieht hier schon jetzt nach wenigen Stunden, wie matt die Farbe auftrocknet und wie dadurch eben jetzt auch eine sphärische Wirkung entsteht, die aber trotzdem modern aussieht. Und die Pinselstriche werden sowieso bei diesem Untergrund nicht ganz so deutlich bleiben und geben dem Bild aber trotzdem eine bildhauerische Anmutung. Als nächstes mache ich noch mit einem feinen Pinsel kleine Details und korrigiere hier und da die Farben. Manchmal auch mit dem Finger. Vielleicht werde ich, wenn das Bild ganz trocken ist, noch einige Farbakzente setzen. Das wäre problemlos möglich, weil ich ja für die nächste Farbschicht einfach mit reiner Ölfarbe oder mit Leinöl verdünnt arbeiten könnte. Aber grundsätzlich bin ich mit der Art und Weise, wie das Motiv sich jetzt
im Hintergrund aufzulösen scheint, sehr zufrieden. Das schaut irgendwie aus, so wie so Fading Out. Und das finde ich für die Bildaussage sehr passend. Ja, damit bin ich am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich bin schon gespannt, welche Motive ihr findet, die sich vielleicht bei euch zu Hause finden und die vielleicht eure Geschichte erzählen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis bald.